Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe sehr krasse Neuigkeiten für euch, denn wie zu erwarten hat Don Serapio einen krassen Dungeon-Push hingelegt. Ja, er hat sich nicht lumpen lassen und hat sich jetzt seine Position wieder zurückgeholt. Und zwar, wer das Video von gestern gesehen hat, wird es knapp für Bad News Run. Da haben wir ja die Accounts gezeigt und dass er jetzt so langsam Konkurrenz bekommt. Ne? Und in dem Video war er mit seinen Bad News Runs Accounts weiter vorne. Und mit dem Don Serapio-Account halt weiter hinten. Und da sind wir halt schon von ausgegangen, dass er hier sich noch Dungeons aufgespart hat. Dies war auch der Fall gewesen. Gestern im Video war er Stufe 589, ja. Und kurz danach, ich weiß nicht mehr, so gegen 18, 19 Uhr oder so, habe ich die ersten Bilder bekommen, dass Don Serapio jetzt Dungeons pusht. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Er ist jetzt hier Stufe 597, ja, also er hat insgesamt 8 Level gestern noch gemacht. Und was das zu bedeuten hat, könnt ihr euch ja, so mehr oder weniger ausrechnen auf dem Level. Wenn man sich das Ganze mal so überschlägt, ein Level kostet hier 1,5 Milliarden Erfahrung. Ja? Das heißt, ein Dungeon bei ihm gibt 300 Millionen. Das heißt im Umkehrschluss, er braucht für ein Level 5 Dungeons. Ja? Und das macht und das macht dann halt auf 8 Level, sind das Ganze dann eben 40 Dungeons, die er benötigt für 8 Level. Und die hatte er gestern wohl noch über gehabt und gelegt. Ja. Insgesamt ist er hier sogar noch ein bisschen weitergekommen, das heißt, es sind wahrscheinlich sogar über 40 Dungeons gewesen, die er noch übrig hatte. Vielleicht waren noch ein, zwei dabei gewesen, noch Dungeons, die nicht ganz so viel Erfahrung gebracht haben. Aber ja, insgesamt für diese 8 Level braucht man halt 12 Milliarden Erfahrungspunkte und ja, die hat er gestern hier gemacht und hat sich somit den Platz 1 Rang wieder, was zumindest das Level momentan angeht, zurückerobert. Ob er jetzt alle Dungeons gemacht hat oder sich jetzt noch irgendwie ein, zwei aufgespart hat oder jetzt noch wartet auf das Kalender-Türchen oder so, das kann ich euch wie gesagt nicht sagen, aber auf jeden Fall ist er jetzt wieder vor Dr. Darm, ja. Bad News Run hier unverändert, sein zweiter Account Bad News Run unverändert, Dr. Darm unverändert, nur dass er jetzt hier halt gleichgezogen hat, aber wir sehen mittlerweile ist Don Serapio im Vorteil, was die Erfahrungspunkte angeht im Vergleich zu Dr. Darm, ja. Also wenn es hiernach gehen würde, haben wir entweder zwei, die gleichzeitig Stufe 600 werden mit dem Kalender-Update, so, oder wovon ich eher ausgehe, dass Don Serapio noch ein bisschen pushen wird, weil hier fehlt ja nicht mehr viel bis zum nächsten Level und dann holt er sich halt das Kalendertürchen. Ich kann ja mal gucken, was wir haben, aber auf jeden Fall so sieht es jetzt momentan hier aus. Wir gucken mal ins Türchen, wenn wir jetzt nichts verpasst haben sollten. Ja gut, dann brauchen wir noch ein paar Tage hier. 4 Stück oder besser gesagt 3 Mal noch und dann den 4. haben wir hier das Kalendertürchen. Ja, es bleibt wirklich spannend. Also ich halte euch weitestgehend hier auf dem Laufenden, was das angeht, weil es ist wirklich ist interessant zu beobachten, wer jetzt das Rennen macht hier um ja, die Stufe 600, ne, wer sich zuerst den Meilenstein sichert. Ich glaube, es gibt auch noch gar kein Achievement dafür, ne? Ich glaube nicht, ich glaube, das geht nur bis 500, ja, super duper Held. Geht nur bis Stufe 500, ne? Alles da drüber ist schon, ja, on top of the game. Ja, also so sieht das Ganze aus. Über 40 Dungeons, also sagen wir mal 40 Dungeons plus hat der Don Serapio gestern sich noch reingesnackt. Das Ganze hätte ich wirklich sehr gerne gesehen gehabt. Ich hätte da zu gerne bei zugeschaut, ja, wie er die ganzen Dungeons wegmacht, weil das ist ja schon immer sehr interessant, mal so zu beobachten, wenn sich so ein High-Level-Account dann durch die Dungeons schnetzelt und vor allen Dingen so wie er, wenn er sich das halt noch so aufgehoben hat und so. Ne, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Ich glaube, ich hatte ihn auch mal irgendwann nach unserem Interview mal angeschrieben gehabt, ob das möglich wäre, aber da hat er auch, glaube ich, nicht mehr darauf geantwortet, denn ich denke mal, dass er auf Discord nicht so aktiv am Start ist.
Ja, also man sieht ihn da auch, glaube ich, relativ selten. Deswegen hatte ich da zu ihm jetzt auch nicht weiter persönlich Kontakt gehabt danach, nach unserem Interview halt, ne? Und ja, ist halt ein bisschen schade, so, dass, ja, dass hier der Don Serapio, aka Bad News Run, so für sich vor sich her spielt, ne? Anstatt das vielleicht mal so mit der Allgemeinheit zu teilen. Aber ja, so ist halt noch ein Großteil der SF-Spieler. Also es gibt eigentlich so viele ja, Spieler da draußen, die ganz gechillt vor sich hin zocken, ohne überhaupt zu wissen, dass es sowas wie ja, YouTube-Videos von Shakes and Fidget oder sowas gibt oder irgendwie Guides dazu oder irgendwelche Anleitungen oder sowas, ja. Die spielen auf blauen Dunst so vor sich hin, haben Spaß an dem Spiel, regen sich über nichts auf, freuen sich über jedes neue Update, was dazu kommt und ja, sind einfach happy, ohne irgendwie Discord, ohne Forum, ohne YouTube, ohne Instagram, Twitter, ja, irgendwelche Gruppen oder so. Die haben ihre Gilde und da ist alles harmonisch und ja, das ist auch schön auf jeden Fall. Ne? Da hat man nicht so dieses ganze, ja, weiß ich nicht, irgendwie so dieses Kuddelmuddel, sag ich mal, ohne es abwertend zu meinen, aber ja, es ist ja schon sehr viel los, so sag ich mal. Ne? Aber es ist halt schön, dass es halt noch so Leute gibt, die außerhalb von dieser SF-Bubble, sag ich mal, so ein bisschen leben. So, ne? Ja, so, wir haben hier ein Geschick Ring of Fire. Oh, da freut sich aber die Kunigunde. Ja, das ist nice. Geben wir ihr auf jeden Fall und setzen da auch einen Edelstein rein, Guden. Allerdings werde ich den Ring hier nicht nochmal 7-mal verbessern, sondern vielleicht nur 4-mal, 5-mal. 5-mal geht auch noch. 6-mal ist nachher schon ziemlich viel. 5-mal kriegt die Kunde hier das, ja, 145. Ja, bisschen trotzdem noch Plus gemacht, würde ich mal meinen. Aber vor allen Dingen, was halt das Wichtige ist, wir kriegen die Ressourcen wieder und das ist halt ein bisschen wichtiger so für unseren Main-Char nachher später so, ne? Also, dass wir da dann genug Kristalle haben. Ich hatte auch irgendwann mal einen Kommentar gelesen gehabt, dass gemeint worden ist, dass meine Begleiter zu krass ausgerüstet sind oder zu krasse Verzauberung haben und dass man die nicht mal lieber auswechseln würde und die halt auf Main transferiert. Da muss ich euch recht geben, teilweise habe ich hier Items, die sind ziemlich krass verbessert, so plus 9, 8, 7 haben wir hier, plus 5, 6, 7, 8, 8. Also der Markwart ist schon ziemlich krass. Ja, hier haben wir teilweise auch noch plus 6 mal, 5 mal. Ne? Man könnte das, ja, hier auch nochmal plus 6 mal. Man kann es so machen, dass man, hier der Bertram, Bertram, der macht ja sowieso nie wirklich was. Hier 5 mal, 6 mal, nochmal 6 mal, ja. Man könnte es so machen, und ich hatte da auch schon überlegt gehabt, ob ich das Equipment von meinen Begleitern so umrüste, dass jeder nur plus 2 bis maximal plus 3 mal verbessert hat und die ganzen Kristalle, die hier über sind, alle auf mein Main, ne, ins Equipment kommen würden. Aber ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden momentan so. Also gut, bei Bertram muss ich wirklich sagen, da könnte man das wirklich machen. Bei Marquardt würde es nicht machen, weil Marquardt haut fast genauso viel Schaden raus, wie ich raushaue. Und das brauche ich auf jeden Fall, den Damage noch zumindest in den Dungeons, vor allen Dingen hier in der Dauerschleife und so. Wäre das auf jeden Fall cool, wenn ich da noch Damage hätte. Kunigunde ist auch wichtig, dass die gute Verbesserung hat. Ne? Und ich meine, bei ihr geht es ja, ne, von den Verbesserungen her, die ist gar nicht mal so krass. Ich würde sogar sagen, dass mein Bertram krasser ist, was das angeht. Gut, der hatte 2 mal plus 6, aber ansonsten, ja, hat mein Bertram plus 6, plus 5, plus 6, plus 4. Ja, sind bald sogar besser als das von der Kunigunde. Also da könnte man sagen, da kann man Abstriche machen, aber Marquardt und Kunigunde muss ich sagen, nee, würde ich ungern eintauschen. Ja. Wenn es sich ergeben sollte, dann ja. Dann werde ich die aber auch noch bis maximal plus 4 mal verbessern, weil das lohnt sich schon auf den. So, weil die können noch viel rausholen im Vergleich jetzt zum Bertram oder so. Ne? Aber solange ich noch Dungeons habe, werde ich auch die Begleiter noch ein bisschen ja, gut ausgerüstet lassen. So, ne? Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Und ja, ansonsten war es das soweit. Wir werden auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich so die nächsten Tage
das Ganze hier entwickelt, so auf den Accounts. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob Don Serapio jetzt ein ganzes Pulver verschossen hat oder noch was in der Rückhand noch so ein bisschen hat. Wir werden sehen, ne? Aber auf jeden Fall ziemlich interessant und ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, vergesst nicht, morgen am Mittwoch ist der Livestream, ne? Da um 18 Uhr. Und da könnt ihr auch gerne einschalten, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann kommt vorbei. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.